Wenn es darum geht, eine Sprache zu lernen, gibt es wie immer unterschiedliche Methoden. Für manche ist die eine, für andere eine andere Methode besser. Aber vorab sei schon einmal gesagt, bei allen Methoden ist Eigenmotivation und natürlich auch ein gewisser Anteil an Arbeit erforderlich. Wenn wir schnelle Erfolge erzielen möchten, müssen wir selbstverständlich auch etwas dafür tun. Ich habe selbst mehrere Fremdsprachen gelernt und weiß auch, was meinen Schülern bis jetzt geholfen hat. Daher möchte ich dir in diesem Video meine persönlichen Empfehlungen geben, wie ich heute eine neue Sprache lernen würde und wie man am schnellsten von A1 auf das C1-Niveau springen kann. Also, legen wir los. Als allererstes würde ich zunächst einmal die 100 wichtigsten und am häufigsten verwendeten Wörter der Zielsprache lernen. Normalerweise empfehle ich es nie, einfach nur Worte ohne Kontext auswendig zu lernen. Aber wenn man am Anfang ist, hat man ja noch keine wirkliche Basis der Grammatik. Daher ist es am Anfang auch noch vollkommen okay, nur die Begriffe alleine zu lernen. Schließlich wollen wir uns ja einen Wortschatz aufbauen, den wir dann verwenden können. Im nächsten Schritt, und zwar noch einen Schritt vor der Grammatik, würde ich auch noch sogenannte Muttersätze lernen. Das sind Sätze, die man sehr häufig verwendet. Zum Beispiel: Ich heiße, wie geht's dir, woher kommst du, brauchst du Hilfe? Auch hier würde ich mich auf eine bestimmte Anzahl von Sätzen beschränken. Vielleicht 30. Warum würde ich das noch vor der Grammatik machen? Ganz einfach, weil du so schon, ohne wirklich die Grammatik zu beherrschen, ein Gefühl für die Sprache bekommst. Du verstehst ein paar Brocken, siehst, wie manche Formen konjugiert werden und siehst auch schon, welche Position das Verb hat. Außerdem hast du schon ein paar Sätze, mit denen du dich verständigen kannst, und das motiviert nochmal. Erst im nächsten Schritt geht es zur Grammatik. Hier würde ich dir einfach nur empfehlen, deinen Fokus auf eine Sache zu richten. Am Anfang würde ich zum Beispiel schauen, wie die Verben konjugiert werden und wo sie im Satz stehen. Von da aus empfehle ich dir dann, mit einem Lehrbuch und einer Übungsgrammatik wie dieser hier zu arbeiten. Setze dir ein Ziel. Zum Beispiel: in dieser Woche möchte ich den Satzbau richtig lernen. Nächste Woche möchte ich Konnektoren verwenden, um die Sätze schöner miteinander zu verbinden und so weiter. Wie du herausfinden sollst, was du als erstes lernen sollst, da empfehle ich dir 2 Sachen. Entweder du gehst ganz klassisch nach der Progression im Buch oder du lernst nach Bedürfnissen. Ich zum Beispiel bin kein strukturierter Lerner. Sicher, am Anfang brauche ich eine Wissensbasis. Dann gehe ich aber immer danach, was ich gerade brauche. Wenn ich zum Beispiel etwas in einer bestimmten Situation sagen möchte, aber nicht weiß, wie, dann notiere ich mir genau das und schaue zu Hause gezielt nach diesem Wortschatz und nach der speziellen Grammatik. So kann ich mir Sachen viel besser merken. Jeder ist da im Prinzip anders. Also manche lernen gerne strukturiert, manche lernen gerne nach Bedürfnissen. Wenn man strukturiert lernt, ist es einfacher, da hat man eine Progression im Buch und man geht alles Seite für Seite durch. Wenn man ein Bedürfnislerner ist, dann erfordert das eine ganze Menge Selbstdisziplin, denn das bedeutet, dass man immer aufmerksam ist. Also wie gesagt, wenn ich in einer Situation nicht weiß, was ich sage, notiere ich mir das konsequent direkt in der Situation, damit ich es nicht vergesse. Und das ist für manche vielleicht etwas schwierig. Also, strukturierte Lerner haben es mit der Progression ein bisschen einfacher. Bedürfnislerner, wie ich sie nenne, müssen sich dann ein bisschen zusammenreißen und diszipliniert alles notieren und konsequent lernen. Für strukturierte Lerner empfehle ich natürlich auch noch einen Kurs zu besuchen, aber natürlich auch für Bedürfnislerner. Das kann zum Beispiel ein Kurs an der Volkshochschule sein oder auch ein Online-Kurs. Diese eignen sich besonders für selbstständige Lerner, denn hier entscheidest du selbst über deinen Lernrhythmus und dein Lerntempo. Außerdem kannst du noch wunderbar Apps hinzufügen, damit das Lernen noch ein bisschen mehr Spaß macht und abwechslungsreich bleibt. Meine Lehrbuchempfehlungen findest du unter dem Video, genauso wie meine Online-Deutschkurse. Dafür gibt es hier auch noch einen Rabatt. Ebenso werde ich auch die Apps wie zum Beispiel Drops für Vokabeln und Grammario für Grammatik unten verlinken.
Wenn du nun schon die Grundlagen der Sprache gelernt hast, deinen Wortschatz schon auf einer Basis erweitert hast und auch die wichtigsten Grammatikthemen kennst, kannst du anfangen, leichtere Texte zu lesen, sowie kleine Videos zu schauen. Jetzt geht es nämlich darum, weiter in die Sprache einzutauchen. Umgib dich mit der Sprache im Alltag. Versuche jetzt schon, auch wenn es manchmal schwierig ist, dich nicht auf die englische Sprache zu stützen, falls du Englisch sprichst. Nutze die Medien, um dein Hörverstehen zu trainieren und deinen Wortschatz zu erweitern. Außerdem solltest du jetzt auch vermehrt auf eine korrekte Aussprache achten. Viele unterschätzen nämlich die Wichtigkeit dieser leider oft und dann kommt es vor, dass man auf dem B2-Niveau ist, aber Muttersprachler oft trotzdem Schwierigkeiten haben, einen richtig zu verstehen. Die deutliche und korrekte Aussprache kannst du lernen, indem du dir zum Beispiel Videos anschaust und das Gesagte laut wiederholst. Und das so lange, bis es sich genauso anhört wie bei einem Muttersprachler. Also noch einmal zusammengefasst. Du hast dir den Grundwortschatz durch Bücher oder einen Kurs aufgebaut. Und nun kannst du langsam anfangen, andere Medien in deinen Lernplan zu integrieren. So erweiterst du durch das Sehen und Hören nicht nur deinen Wortschatz, sondern arbeitest auch an deinem Hörverstehen und durch Imitieren des Gesagten in zum Beispiel einem Video kannst du dann auch noch an deiner Aussprache arbeiten. Quellen für diesen Schritt sind zum Beispiel die Deutsche Welle XXL, zum Beispiel die langsam gesprochenen Nachrichten, Zeichentrickfilme für Kinder, Deutschlernkanäle wie zum Beispiel dieser hier oder Kinderhörbücher. Nun bist du schon auf einem hohen Sprachniveau. Sagen wir B1, B2. Hier wird es nun etwas schwieriger, denn du kannst dich schon sehr gut verständigen auf diesem Niveau. Zwar machst du hier und da noch ein paar kleine Fehler, aber du kannst dich mit den Leuten in deinem Umfeld schon über viele Themen unterhalten und hast einen großen Wortschatz. Das Problem, das jetzt aber entsteht, ist, dass deine Schmerzpunkte langsam verschwinden. Schmerzpunkte sind die Dinge, die du nicht konntest und die du unbedingt lernen wolltest, um deinen Alltag sprachlich zu erleichtern. Zum Beispiel wäre ein Schmerzpunkt: Ich habe keinen Anschluss in Deutschland. Ich will endlich in der Lage sein, spontan mit Menschen über ein bestimmtes Thema zu sprechen, ohne dass ich alle paar Minuten mein Handy-Wörterbuch rausnehmen muss. Dein Schmerzpunkt ist im Prinzip die Tatsache, dass du dich nicht flüssig unterhalten kannst. Wenn du das erreicht hast und du dich im Alltag aber nun verständigen kannst, merkst du plötzlich, dass du dich sprachlich nicht mehr ganz so schnell weiterentwickelst. Du erreichst sozusagen ein Plateau und hast das Gefühl, du wirst nicht mehr besser. Aber das stimmt nicht. Du musst einfach einen neuen Schmerzpunkt finden, damit du auf die nächste Ebene kommst. Zum Beispiel: Ich will nicht mehr, dass die Leute mich fragen, woher mein Akzent stammt. Oder ich will mich wie ein Muttersprachler mit den Leuten unterhalten können. Oder ich will im Job eine Präsentation wie meine muttersprachlichen Kollegen halten. Wenn du diesen Schmerzpunkt neu identifiziert hast, steigt auch deine Motivation, den nächsten Schritt zu gehen. Und in dieser Phase geht es dann darum, deine verfestigten Fehler zu eliminieren und die Feinheiten der Grammatik sowie Alltagssprache und die gehobene Sprache zu lernen. Dabei kannst du folgendermaßen vorgehen. Wiederhole die für dich schwierigsten Grammatikthemen. Erweitere sie durch Inhalte aus der C1-Grammatik, zum Beispiel Nominalisierung. Schreibe selbstständig Texte aller Art. Forumkommentare. Die musst du natürlich nicht veröffentlichen, aber einfach nur so für dich schreiben. Buchzusammenfassungen, ein Tagebuch, Meinung zu einem bestimmten Thema notieren und so weiter. In meinen Kursen gebe ich zum Beispiel Hausaufgaben auf, wo meine Teilnehmer ihre Texte in die Kommentare schreiben können und ich und mein Team sie dann korrigieren. So bekommst du dann auch direktes Feedback zu deinem schriftlichen Text. Schreibe jeden Tag mindestens einen Text und wenn du jemanden findest, der hier und da einmal drüber schaut und korrigiert, perfekt. Parallel dazu höre Radio. Schau dir deutsche YouTuber und deutsche Serien an oder deine Lieblingsserie auf Deutsch. Die deutschen Synchronsprecher sind hier wirklich gut. Du wirst die Serien auch so genießen. Mit dieser Methode erweiterst du deinen umgangssprachlichen Wortschatz, denn diesen lernst du nicht wirklich in Kursen oder Büchern. Und dann geht es auch direkt schon in die entgegengesetzte Richtung. Lies dir deutsche Studien, Essays
oder Fachbücher durch zu Themen, die dich interessieren. Du willst zum Beispiel alles zum Thema Gesundheit wissen oder dich interessiert das Thema Finanzen und Geld. Vielleicht interessierst du dich auch fürs Ingenieurswesen oder das Thema Physik. Such dir die passenden Texte dazu aus. Wie gesagt, online findest du Studien, du findest auch Zeitschriften, wie zum Beispiel den Business Insider, wenn dich etwas im Bereich Job und Karriere interessiert. Du kannst auch Fachbücher, also Fachliteratur kaufen. Hier geht es einfach darum, dass du nicht nur deinen Wortschatz erweiterst, sondern auch siehst, wie andere Sätze in der gehobenen Schriftsprache verwendet und formuliert werden. Hier musst du dich bewusst selbst herausfordern. Denn vom B1 auf das B2-Niveau zu kommen, ist schon nicht einfach. Aber der Sprung von B2 zu C1 ist noch einmal eine ganz andere Herausforderung. Für dieses Niveau kann ich dir keine speziellen Quellen nennen, denn auf diesem Sprachniveau kannst du im Prinzip schon alles nutzen, was auch ein Muttersprachler nutzen kann. Wichtig dabei ist nur, dass du dich neben dem Erweitern deines Wortschatzes und Grammatikwissens auch auf das Reduzieren deiner eingeschlichenen Fehler konzentrierst, indem du Grammatikthemen wiederholst und deinen Fokus bewusst auf deine Schwächen richtest und dann gezielt lernst. Das alles kannst du, wenn du fleißig und motiviert bist, übrigens in 6 Monaten schaffen. Also überwinde deinen inneren Schweinehund, egal bei welchem Schritt bzw. bei welcher Stufe du gerade bist, und werde jetzt aktiv. Je intensiver du lernst und je mehr du in die Sprache eintauchst, desto schneller bist du an deinem Ziel. Stell es dir ein bisschen so vor wie einen Splitter, den du aus deiner Hand ziehst. Je langsamer man das macht, desto schmerzhafter ist es und desto länger braucht die Wunde, bis sie verheilt. Wenn du den Splitter schnell herausziehst, tut es kurz weh, aber du bist dann schneller durch damit und auch die Heilung ist dann schneller. Alles zusammengefasst ist: Bau dir einen Basis-Grundwortschatz und Basis-Grammatikwissen auf, gehe dann direkt zu kurzen Texten und Hörtexten über und benutze zum Schluss alle vorhandenen Medien, um dein Sprachniveau zu erweitern. Und in dem Fall geht es darum, dass du sowohl die gehobene als auch die Standardsprache mit einbeziehst und versuchst, deine eingeschlichenen Fehler zu eliminieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.